So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es seit langer Zeit mal wieder um den M2 und wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein bisschen was aufgebaut. Ich möchte heute einen Ölwechsel machen. Ich hatte ja aufgrund meiner Rückenprobleme die letzten 1,5 bis 2 Jahre das Fahrzeug kaum bewegt, beziehungsweise nicht so, wie ich es eigentlich wollte, also sprich auf der Rennstrecke. Und dieses Jahr sieht es wieder einigermaßen gut aus mit dem Rücken. Das bedeutet, ich möchte das Auto auf jeden Fall für den Rennstreckeneinsatz jetzt wieder vorbereiten. Bedeutet erstmal ein frischer Ölwechsel. Den hätte ich so oder so gemacht, weil es einfach Zeit wird. Ich habe jetzt dieses Mal, und aufgrund dessen, dass ich nicht genau weiß, wie das rückentechnisch wird, mich für das 5W40 Öl von Ravenol entschieden. Ich habe sonst ja immer das 10W40 gefahren, aber so viel werde ich das Fahrzeug dieses Jahr nicht auf der Rennstrecke bewegen. Da sollte auch das 5W40 vollkommen ausreichend sein. Standard ist ja, glaube ich, ein 0W30 oder 0W40. Wenn ihr das wirklich hart auf der Rennstrecke bewegt, würde ich auf jeden Fall zu dem 10W40 greifen. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr ja reinschauen. Dieses Mal, wie gesagt, das 5W40. Dann habe ich hier, das ist ganz cool, das sind so kleine, schau mal, ob die Kamera das scharf bekommt. Natürlich nicht. Okay, ich zeige euch das mal mit der anderen Kamera. So, für die Ölablassschraube habe ich hier diese speziellen Schrauben, die gibt es im Zubehör. Da packe ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Die finde ich echt klasse. Die haben hier unten nochmal ein Magnet und sind auch eloxiert. Die kann man also wiederverwenden. Das Einzige, was ihr tauschen müsst, ist den Dichtungsring. Finde ich echt klasse, die Dinger. Die werde ich einsetzen. Dann natürlich ein Ölfilter, ein Gefäß, wo ich dann nachher das Altöl einfüllen kann, einen Knarrenkasten, ein bisschen Bremsenreiniger, um nachher die Reste aus dem Ölauffangbehälter zu bekommen. Ein Wagenheber. Ich mache das heute ohne Hebebühne. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ohne Hebebühne gemacht. Das funktioniert sehr gut. Das zeige ich euch auch, wie das geht. Das ist echt super. Ja, und dann hätte ich gesagt, legen wir einfach direkt los. Wie gesagt, oder beziehungsweise was ich noch erwähnen wollte, bezüglich Rennstreckeneinsatz. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal nur den Motorölwechsel. Bevor ich auf die Rennstrecke gehe, werde ich aber auf jeden Fall auch noch die Bremsflüssigkeit erneuern. Und nach dem Rennstreckeneinsatz, also einmal Rennstrecke gebe ich ihm jetzt noch, aber danach, wenn wir mal hier auf die Bremse gucken, die ist schon ziemlich weit runter, aber einmal Rennstrecke sollte noch drin sein. Und was dann auch kommt, habe ich schon zu Hause besorgt oder habe ich schon, liegen auch schon seit sehr langer Zeit, komplett neue Bremszangen vorne. Das heißt also, die große Bremszange vorne werde ich komplett erneuern, denn aufgrund der Hitzebelastung sind innen drin die Gummis schon so ein bisschen beschädigt. Das habe ich gesehen beim letzten Belagwechsel. Bedeutet, ich mache dann den großen Bremsenservice, da kommen neue Scheiben drauf. Wie gesagt, die gleichen Zangen, aber eben neu, nochmal frisch. Und dann werde ich die jetzigen Zangen einfach wieder aufarbeiten. Da mache ich dann einen Service, indem ich die Bremszylinder und die Gummis und alles tausche. Das zeige ich euch dann. Ja, aber wie gesagt, einmal Rennstrecke, das geht noch und das eben dann mit frischem Motoröl und auch frischer Bremsflüssigkeit. Aber heute jetzt eben nur der Fokus auf den Motorölwechsel. Ich beginne jetzt hier vorne den Ölfilter bereits einmal zu öffnen und ja, den Deckel kann ich dann schon mal abnehmen. Und dann werde ich den Ölfilter auch schon mal tauschen. Ich lasse dann aber hier oben den Deckel offen, das seht ihr auch gleich. Währenddessen ich unten die Ablassschraube löse, hat den Vorteil, wenn oben auf ist und unten auf ist, dann läuft das Öl besser ab. Wenn ihr den oben gleich wieder zumacht, dann läuft das Öl nicht so gut ab. Deswegen starte ich jetzt hier oben. Jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen. Ich habe zu Hause natürlich meinen Ölfilterdeckel vergessen oder meinen Ölfilterschlüssel. Ich hoffe mal, ja, ich kriege das jetzt auch ohne den Schlüssel runter. Das wird jetzt spannend. So, hier befindet sich jetzt der Ölfilter. Ich hole mal ein bisschen Licht. Übrigens, der Motor ist natürlich warm. Ich habe das Auto, die Garage ist ja ein bisschen weiter weg. Das heißt, der Motor ist jetzt schön betriebswarm. Da verbrennt man sich jetzt auch ein bisschen die Finger. Das gehört mit dazu. Aber dadurch läuft das Öl deutlich besser ab. Ich hole jetzt mal eine Lampe. So, mit Licht sieht das schon deutlich besser aus. Wie gesagt, den Schlawiner hier müssen wir jetzt öffnen. Ich hoffe, das kriege ich hin ohne Ölfilterschlüssel. So, ich musste jetzt tatsächlich noch mal kurz nach Hause fahren. Das heißt, der Motor ist jetzt so richtig knackeheiß. Das wird jetzt fürs Wechseln wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Aber dafür sollte das Öl sehr gut ablaufen. Ich habe jetzt hier meinen entsprechenden
Aufsatz mir geholt von zu Hause, um den Öldeckel zu lösen. Jetzt müsste das eigentlich auch funktionieren. Ja, jetzt geht das. Da gibt es auch anderes Werkzeug, aber ja, wenn man so einen entsprechenden Aufsatz hat, ist das eigentlich sehr praktisch. Jetzt muss ich nur schauen, dass mir da nichts daneben sifft. So. Dann hole ich mir mal meine Ölwanne nach oben, denn da kann ich den dann gleich reinfallen lassen. So, ich zeige euch gleich, oder ich kann es ja hier mal ein bisschen was drauf tropfen lassen. Dann sieht man, dass das Öl noch wirklich gut aussieht. Wie gesagt, rein von der Laufleistung ist das jetzt auch noch gar nicht relevant mit dem Wechsel. Ich mache das, wie gesagt, nur, weil ich das jetzt eben schon relativ lange da drin habe. Und wenn das Öl lange im Motor ist, dann kann es eben auch sein, dass sich das mit ein bisschen Wasser mischt und verdünnt. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, wenn eben Öl länger als, ja, ich würde sagen, länger als 2 Jahre sollte man Öl nicht drin lassen, damit ja, ihr einfach noch die richtige Viskositätseigenschaften des Öls habt und die nicht verloren gehen im Laufe der Zeit. Hier ist jetzt, wie gesagt, die Farbe zu erkennen. Da sieht man also, das ist noch richtig schön golden. Also rein von der Laufleistung wäre der Wechsel noch nicht nötig gewesen. Aber ja, in dem Fall, so ein Ölwechsel kostet im Vergleich zu einem Motorschaden nicht viel und auf der Rennstrecke ist einfach entsprechend hohe Belastung da. Deswegen mache ich das lieber so rum. So, das war es hier oben. Ich lasse den Deckel jetzt mal hier so leicht drauf liegen. Hier ist noch kein Filter drin. Das machen wir dann am Ende, nachdem wir das Öl abgelassen haben. Und jetzt geht es sozusagen ans Ablassen des Öls. So, jetzt hebe ich das Auto seitlich hoch. Und das Gute ist, ich habe eine relativ flache Ölauffangwanne. Und wenn ich das Auto jetzt schräg hochhebe, die Ablassschraube löse, dann die Wanne drunter, also vorher die Wanne drunter schiebe, dann die Ablassschraube löse und dann den Wagenheber wieder leicht absenke, kann ich das Fahrzeug praktisch ebenerdig stellen, sodass das Öl rauslaufen kann, ohne dass ich jetzt eine Hebebühne brauche. Das zeige ich euch jetzt und ist wirklich echt cool und funktioniert einwandfrei. Wie ihr sehen könnt, das Auto ist jetzt hochgebockt. Jetzt schiebe ich die Wanne drunter, löse mit einem 14er Schlüssel die Ölablassschraube und dann sollte alles rausfließen. So, das war's auch schon. Jetzt lassen wir das ablaufen und oben öffnen wir jetzt nochmal den Ölfilter, dass da nochmal ein bisschen mehr Luft rauskommt und das Ganze noch ein bisschen besser abfließt. Währenddessen unten das Öl jetzt abfließt, werde ich hier oben den neuen Ölfilter einsetzen. Da ist dann auch immer nochmal ein neuer Dichtring mit dabei oder beziehungsweise neue Dichtringe. Denn hier in dem Gehäuse oben haben wir zum einen einen großen Dichtring, der sitzt hier oben. Den erneuern wir jetzt. Und einen kleinen Dichtring, der sitzt ganz unten. Plus nochmal ein neuer Kupferring, den wir dann unten an der Ablassschraube tauschen werden. So, und wenn wir jetzt hier uns dieses Ölfiltergehäuse anschauen, haben wir hier eben einen kleinen Dichtungsring, der hier innen drin im Gehäuse abdichtet. Ja, das ist immer noch ganz schön warm hier, du. Und eben den größeren Ring hier oben sitzend. Die sind jetzt auch eigentlich noch in einem Top-Zustand. Dadurch, dass ja ich das erst vor kurzem oder beziehungsweise kaum das Auto gefahren bin. Das heißt, die haben wenig Warm-Kalt-Phasen gesehen. Ich bin jetzt echt am Überlegen,
ob ich den überhaupt schon erneuern soll. Denn die sind eigentlich noch super frisch. Ich lasse die jetzt dran. Das ist irgendwie schade ums Material. Ist zwar nur ein kleiner Ohrring. Ja komm, ich mach's, was soll's. Immer das Hin und Her. Genau, da hole ich mir jetzt ein kleines Werkzeug, womit ich hier unter den Ohrring komme, um den zu lösen. Und zwar nehme ich hier so einen kleinen Widerhaken. Wenn ich den Ohrring jetzt beschädige, ist das nicht schlimm, dadurch, dass ich den ja ohnehin ersetze. Aber so kriege ich den einfach viel leichter dort abgelöst. Dann packe ich mir den hier oben in die Schachtel, damit der mir nicht irgendwo hier reinfällt, wo ich es nicht haben möchte. Dann nehme ich mir den neuen Ohrring. Schau, dass der mir nicht irgendwo hinfällt, wo ich es nicht haben möchte. So, nehme ich mir hier ein bisschen Öl vom Deckel, was natürlich jetzt auch schön warm ist, um den Ohrring schon mal ein bisschen einzuschmieren und hoffe, dass er dann besser drüber gleitet. So, damit ist der frisch. Oh, das ist jetzt feuerheiß. Nehme ich mal lieber den Handschuh, bevor ich da mit dem Finger reinfasse. Mache den auch noch mal ein bisschen mit dem Öl feucht. So, jetzt nehmen wir hier den großen, da nehme ich auch wieder den Widerhaken, gehe hier drunter und dann ist das Wechseln sehr, sehr einfach. Nehme ich hier den neuen Ohrring, setze den auch wieder an. Also wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt zweimal fahren musste, ist der Motor ein bisschen wärmer, als ich es mir wünschen würde. Aber ich sag mal, abgesehen davon, dass es unangenehm ist zum Arbeiten, ist es für das Ablaufen des Öls und dafür, dass dann ja, ihr auch wirklich sicher sein könnt, dass ihr dass sozusagen nicht irgendwelche Schlagstoffe sich jetzt nach unten abgesetzt haben bei einem kalten Motor, ist natürlich so ein wirklich schön vorgewärmter Motor besser. Dann nehme ich mir den Ölfilter und setze den auch wieder ein, so dass er schön einrastet. Es ist unten wahrscheinlich auch schon abgelaufen, das heißt, wir können das Ganze jetzt hier einsetzen. So, jetzt wo wir hier den neuen Ölfilter und die neuen Dichtungsringe eingesetzt haben, das Auto ist jetzt noch leicht schräg, werde ich das noch mal ein bisschen absenken, dass es gerade wird, sodass auch noch der letzte Rest rausläuft. So, jetzt das Auto ganz gerade oder beziehungsweise waagrecht, ja nicht ganz, aber wirklich nur noch minimal oben. Jetzt schaue ich unten nochmal, dass genug Freigängigkeit ist und wie gesagt, lasse den Rest auch noch rauslaufen. So, jetzt habe ich hier die Ölwanne oder ich habe ja eben einmal getauscht, habt ihr ja gesehen. Jetzt muss ich hier einmal den Filter rausholen, denn ich werde jetzt umfüllen. Das, was jetzt hier an Altöl drin ist, packe ich in einen Container oder beziehungsweise in einen Behälter und dann bringe ich das zum Baumarkt. Da kann man das ja entsorgen als Privatperson. So, dann hätten wir den schon mal. Ich hoffe mal, das sifft jetzt hier nicht gleich durch. Sieht noch gut aus. Und jetzt fülle ich das, wie gesagt, in den anderen Behälter um. Werde dann aus dem Bottich da noch die Ölablassschraube rausfischen und dann den Kupferring ersetzen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich den Kupferring hier verwenden soll, der jetzt bei dem Mannfilter mit dabei ist. Sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber das schauen wir dann. Jetzt, wie gesagt, fülle ich um und dann tausche ich den Kupferring.
So, da drin ist die Ablassschraube. Ich hole sie mal raus, dann kann man es besser sehen. Das ist diese Ablassschraube. Die hat hier, wie gesagt, auch so einen magnetischen Kopf. Und da kann man auch erkennen, da hängt jetzt einiges dran. Allerdings war das jetzt auch eine ganz dreckige Pfanne. Das heißt, weiß jetzt nicht inwiefern. Ich hoffe mal nicht, dass das von meinem Motor ist. Denn das sind ziemlich viele Schlagstoffe. Ich streife die jetzt mal ab und mal gucken, was dann da rauskommt. Das ist jetzt, wie gesagt, die Ablassschraube. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen dieses Zeug weg. Wie gesagt, ich hoffe jetzt nicht, dass dieser ganze Abrieb aus meinem Motor stammt, sondern ich hoffe, dass es sich hierbei um Reste handelt, die noch in der Ölwanne drin waren. Nichtsdestotrotz, irgendwo müssen die hierher gekommen sein. Das heißt, ja, ist schon relativ viel Schlamm. Aber gut, der wurde ja auch doch etwas härter bewegt. Insgesamt hat das Auto jetzt 20.000 Kilometer runter, 19.000 und ein paar zerquetschte. Also ist jetzt keine Mega-Laufleistung. Mal schauen, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Denn also das war jetzt schon für mein Empfinden ein bisschen viel Abrieb. Aber ich habe auch das letzte Mal zum ersten Mal so eine magnetische Ablassschraube eingesetzt. Das heißt, ich habe jetzt leider keine Referenz oder Vergleich. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, irgendwas ohne Referenz oder Vergleich zu bewerten. Das sollte man eigentlich nicht tun. Das ist nicht sonderlich ratsam. Ja, wenn ihr da Erfahrungen habt mit so einem S55 Motor und vielleicht auch schon mal magnetische Ablassschrauben genutzt habt, gerne mal mir mitteilen, wie viel Schlamm, Dreck da bei euch mit rauskommt. Ob das ähnlich ist wie bei mir. Ihr habt jetzt gesehen, da hing schon ein bisschen was dran. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt leider nicht vergleichen. Aber man sieht auch, es kommt auch immer noch so ein bisschen Metall, Schlamm und Schlacke, die immer noch anhaften. Ich schaue jetzt einfach nur, dass das Gewinde sauber ist und der Kopf trocken, sodass ich sie unten wieder schön reindrehen kann. Ja, ein bisschen was hängt noch im Gewinde. So. Dann nehme ich hier den neuen Kupferdichtring und jetzt kann ich das Ganze unten am Fahrzeug wieder entsprechend abdichten. So, unten die Ölablassschraube habe ich wieder festgezogen, habe die Kupferdichtung erneuert und jetzt geht es hier oben daran, den entsprechenden Ölfilter wieder festzuschrauben. Der bekommt 25 Newtonmeter. So, damit ist der wieder fest. Und jetzt habe ich euch ja eben gezeigt, dass da in dem 10 Liter Behälter ein bisschen mehr als die Hälfte drin ist. Bedeutet, ich werde jetzt hier oben im Motor oder am Motor, beziehungsweise halt über die Befüllöffnung, die ihr ja bestimmt kennt, werde ich jetzt erstmal 5,5 Liter einfüllen. Neues Motoröl. Wie gesagt, in dem Fall dieses 5W40 von Ravenol. Und dann lasse ich das Auto an, lasse es im Stand laufen, bis es eine gewisse Temperatur hat. Das zeige ich euch dann aber nachher auch im Innenraum, im Dashboard. Und wenn dann die Temperatur erreicht ist, könnt ihr über den Innenraum den Ölmessstand sozusagen ablesen oder messen, weil die Fahrzeuge haben leider
keinen klassischen Ölmessstab mehr. So, ich habe jetzt leider nur so ein relativ großes Gefäß mit dem neuen Öl, das habt ihr ja gesehen. Deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Messbecher genommen und werde hier einfach in 500 Milliliter Schritten einfüllen, damit ich, ja, dieses große Gefäß, wie gesagt, mit meinem Rücken, das wäre keine gute Idee, deswegen mache ich das jetzt so. Zudem weiß ich dann so ganz genau, wann ich 5,5 Liter habe. Das heißt, das ist jetzt der erste Messbecher und danach muss ich noch 5 Liter einfüllen. Das heißt also nochmal 10 Messbecher, die dann jetzt folgen werden. So, und jetzt fehlen noch 500 Milliliter und jetzt mache ich erstmal einen kurzen Zwischenstart und schaue mal, wo er sagt, wo er vom Ölfüllstand her ist. Klingt schon mal nicht ganz kaputt. Gehen wir einmal ins Menü. Mein Fahrzeug. Und dann haben wir hier unten den Fahrzeugstatus und können dann hier auf der linken Seite den Motorölstand auswählen und gehen einmal auf Messen. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis das Auto eine gewisse Temperatur hat. Schauen wir einmal, was er servicebedarfstechnisch sagt. Das ist okay. Ich bin jetzt nur irritiert, weil ich da oben diese 3 oder beziehungsweise hier, da bin ich jetzt ein bisschen irritiert, was er damit meint. Motorhaube offen, Tür offen. Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich fatal im Stand, wenn die Motorhaube offen ist. Wir können einmal Motoröltemperatur schauen. Die ist noch relativ niedrig. Ich zeige euch dann auch gleich, wie ihr den Motoröl-Service wieder zurücksetzen könnt. So, jetzt sind wir zurück. Das Auto ist warm. Wir sehen das auch hier. Wir haben jetzt ein bisschen Öltemperatur. Starten jetzt einmal die Messung. Schauen mal, was passiert. Wie gesagt, ein klassischer Ölmessstab wäre mir lieber, aber so ist die neue Welt. Ihr seht auch Fortschritt, es wird alles schneller. Nicht mit einem Ölmessstab hätten wir das schon längst den richtigen Füllstand ermitteln können, aber der Fortschritt bremst uns heutzutage aus. Ist das nicht schön? Oh Mann. Okay, und wir sehen, ein bisschen zu wenig bedeutet, wir werden jetzt mal einen halben Liter nachfüllen und dann nochmal messen. So, ich habe jetzt nochmal 1 Liter nachgefüllt. Jetzt starten wir nochmal. Und probieren nochmal, wie es mit der Messung aussieht. Gleich müsste das Ergebnis da sein. Hier noch wenige Sekunden. Er sagt immer noch Minimum. Ich habe jetzt circa
6,5 Liter drin. Wundert mich ein bisschen. Ich schaue jetzt nochmal in meine Unterlagen, wie viel da Öl reingeht. Also entweder habe ich dieses Mal wirklich ordentlich Öl rausbekommen. Und wir probieren es nochmal. Mal schauen, was er jetzt sagt. Ich muss wirklich sagen, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe jetzt schon einige Male Öl gewechselt, aber dass das so gar nicht gepasst hat. Die letzten Male war es immer direkt on point. Allerdings hatte ich die anderen Male auch mit kleineren Öl-Nachfülldöschen gearbeitet. Sprich, das waren immer so 5 Liter Dosen. Aber diesmal hatte ich ja einen Messbecher und habe, wie gesagt, immer 500 Milliliterweise eingefüllt. Entweder ich habe mich vorher verzählt, das werde ich dann erst in der Nachbearbeitung merken, oder aber der will jetzt wirklich seine 7 Liter haben. Also ja, vielleicht ist diesmal einfach extrem viel Öl rausgekommen, weil er so heiß war. Die anderen Male hatte ich ihn nicht ganz so heiß gefahren. Kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Ja, wir werden es gleich wissen, wenn diese super schnelle neue Technik uns informiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Okay, ich fülle nochmal was nach von mir aus. Vielleicht habe ich mich echt verzählt. Ich weiß es nicht. So, ich habe nochmal 500 Milliliter nachgefüllt. Mal schauen, was er jetzt sagt. Und falls jetzt jemand in die Kommentare schreiben möchte, das Fahrzeug muss ebenerdig stehen. Das Fahrzeug steht ebenerdig. Daran kann es jetzt also nicht liegen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich es tatsächlich schon mal geschafft habe, 7 Liter hier reinzufüllen. Also wenn er jetzt immer noch sagt Minimum, dann weiß ich auch nicht mehr, weil dann sind es eigentlich nach meinen Messbechern 7 Liter. Und der Füllstand soll zwischen 6,5 und 7 sein. Klar sind die Messbecher vielleicht nicht immer 100% voll gewesen. Oder ich habe mich wirklich verzählt, aber keine Ahnung, echt merkwürdig. Notiz an mich selber, das nächste Mal wieder kleinere Ölfässchen bzw. kleinere Ölflaschen, da kann man sich nicht verzählen. Motoröltemperatur ist jetzt übrigens voll da. Wir sind hier drüben, wie man sehen kann, ja, wirklich bei einer schönen, ja, und jetzt zeigt er Maximum an. Ja, Halleluja, tolle Technik. Also nur noch mal zur Erinnerung, ich habe jetzt 500 Milliliter nachgefüllt und wir waren eben bei Minimum 500 Milliliter nachgefüllt, wir sind beim Maximum. Ja, okay. Gut. Wie auch immer, was man von der neuen Technik halten soll. Okidok. Jetzt sind auf jeden Fall 7 Liter drin. Wie gesagt, 6,5 bis 7 Liter gehen offiziell rein. Insofern passt das. Gut. So, was ich vorher vergessen habe, beziehungsweise was ich nach dem Dreh gemerkt habe, was ich vergessen habe euch zu zeigen, ist die Geschichte mit der Servicerückstellung. Wenn wir jetzt hier einmal in das entsprechende Fahrzeugmenü gehen, in den Status und schauen uns an Motoröl, dann kriegen wir da angezeigt, ja, dass wir das eben im Mai 2023 wechseln sollen. Ja, wir haben jetzt April, das heißt, ich bin ein bisschen früher dran. Das war ja, wie gesagt, die Thematik mit dem Alter des Öls. Aus. Ich drücke die Zündung einmal, habe jetzt Zündung. Dann halte ich die Taste hier für 10 Sekunden, lasse los und halte sie nochmal. So, jetzt haben wir hier, wieso hat das mir wieder weggenommen? Ah, da. Okay, jetzt habe ich hier also wie gesagt 10 Sekunden gehalten und dann kommt eben das Rücksetzmenü und da haben wir hier Motoröl, Bremsbeläge, hinten alles Mögliche. Wir haben ja jetzt wie gesagt heute Motoröl gemacht, das heißt wir bleiben auf diesem Menüpunkt. Hier einfaches Klicken kann man durchschalten und auf dem Menüpunkt einfach länger bleiben und jetzt sehen wir gleich unten ändert sich die Anzeige. Ich halte länger gedrückt und jetzt kommt Reset läuft. Da einfach gedrückt lassen, bis der durch ist und dann sehen wir, er hat zurückgestellt auf 4:20:25. So, das war jetzt der Ölreset. Wie gesagt, das geht, indem ihr einfach einmal Zündung anschaltet, dann für so 6
ein bisschen mehr als 6 Sekunden haltet, ihr seht das ja, dann geht das Menü an, wie ihr es eben gesehen habt, dann einmal länger drücken, um den Reset anzuwählen und dann so lange gedrückt halten, bis der Ladebalken, der unten kam, eben voll ist. Und was es auch noch gibt, ist eben das Menü, wenn das Fahrzeug an war. Ihr macht die Zündung aus und dann kommt ihr in den Menüpunkt, den ich euch jetzt zeige. Starten wir ihn, setzen ihn auf D, machen ihn aus, 10 Sekunden die Taste hier drücken, dann loslassen und nochmal drücken. So, und jetzt seht ihr, ich habe 10 Sekunden gedrückt, kurz losgelassen, wieder 10 Sekunden gedrückt und jetzt haben wir hier ein entsprechendes Menü und wir können mit einfachem Drücken sozusagen durch das Menü durchschalten. Hier haben wir zum Beispiel auch den Motorprüfstandsmodus, das heißt Rollenbetrieb. Wenn wir den aktivieren, das macht man dann auf dem Prüfstand. Dann Bordcomputer, Reichweite, Testende, Entriegelung. Was ich jetzt noch mache, ist eben ein bisschen hier die Ölspuren noch beseitigen und die Blätter wegsaugen und dann hier einmal die Abläufe frei machen. Mehr Zeit habe ich heute leider nicht. Das bedeutet, wie gesagt, die Catchcan. Ich dachte, ich schaue da jetzt noch rein, das schaffe ich aber zeitlich nicht. Ich müsste nämlich die Domstrebe noch lösen. Deswegen die Catchcan zeige ich euch wann anders, wie viel da drin ist. Da dürfte eigentlich nicht viel drin sein, weil ich auch nicht viel gefahren bin. Ja, ich hätte gesagt, das war's fürs heutige Video. Ihr habt jetzt gesehen, Ölwechsel super einfach, auch ohne Hebebühne. Das Einzige, was heute ein bisschen komisch war, war das mit dem Ölstand, dass der, wie gesagt, so oft nicht gepasst hat. Aber gut, kann vielleicht daran liegen, dass ich, wie gesagt, mit dem großen Fass gearbeitet habe und diesen kleinen Messbechern. Ansonsten war das eigentlich immer direkt on point, wenn ich es mit diesen 5 Liter und 1 Liter Fläschchen gemacht habe. Aber so ist das eben. Genau, super einfach zu wechseln. Ölfilter, wie gesagt, mit den Dichtungen habe ich euch gezeigt. Unten die Ablassschraube mit diesem Magnet. Packe ich euch alles in die Videobeschreibung, könnt ihr euch dann anschauen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Demnächst, wie gesagt, Catchcan, dann nochmal neue Bremsflüssigkeit. Und mit etwas Glück, wenn man den Rücken hält, gehe ich dann dieses Jahr auch nochmal auf die Rennstrecke und vielleicht schaffe ich es dann endlich mal in Hockenheim unter die 2 Minuten zu kommen. Würde mich persönlich sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, einfach den Kanal verfolgen. Das freut mich auch. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.